Es war bereits vor ein paar Wochen klar, dass wenn die Union an die Regierung kommt, dass sie die Schuldenbremse lockern würde. Das haben die auch unter vier Augen immer zugegeben. Sie haben bloß auch immer gesagt, sie würden es nie in der Öffentlichkeit sagen, weil das ihren Wahlkampf beschädigen würde. Also mit den ganzen... Nachgefragt. Auch Ihnen persönlich wurde gesagt, natürlich werden wir es danach lockern. Ja, natürlich. Das konnte ja jeder, der bis 3 zählen konnte, wusste ja, dass diese Wahlversprechen... Ja, das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber es wurde Ihnen auch genau so gesagt. Ja. Hey Leute, lehnt euch zurück und haltet euch fest. Hofreiter hat es ausgeplaudert und für Merz und die CDU ist das der absolute Super-GAU. Vor der Wahl verspricht Merz uns eisern die Schuldenbremse. Doch hinter den Kulissen, da mauschelt er mit dem Grünen längst über neue Schuldenberge. Ein dreister Betrug an den Wählern. Und Hofreiter erzählt es ganz nebenbei. Das ist Volksverrat pur. Schaut euch das an. Es ist unfassbar. Und schreibt mir in die Kommentare, fühlt ihr euch vom Merz betrogen? Bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Herr Hofreiter, aktuell kann man in der deutschen Politik ja schon so ein bisschen schnell die Übersicht verlieren. Die Union will die Schuldenbremse lockern und die Grünen, zumindest Stand jetzt, blockieren. Das hätten Sie vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten, oder? Es war bereits vor ein paar Wochen klar, dass wenn die Union an die Regierung kommt, dass sie die Schuldenbremse lockern würde. Das haben die auch unter vier Augen immer zugegeben. Sie haben bloß auch immer gesagt, sie würden es nie in der Öffentlichkeit sagen, weil das ihren Wahlkampf beschädigen würde. Also da habe ich mit den ganzen Reihe von Unionsleuten gesprochen. Kurz nachgefragt. Auch Ihnen persönlich wurde gesagt, natürlich werden wir es danach lockern. Ja, natürlich. Das konnte ja jeder, der bis 3 zählen konnte, wusste ja, dass diese Wahlversprechen... Ja, das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber es wurde Ihnen auch genau so gesagt. Ja. Ganz offen wurde das gesagt. Wir wissen doch alle, zum Teil mit der Aussage, ja, natürlich helfen wir euch jetzt nicht, weil wir sind ja noch in der Opposition. Wir wären ja doof, wenn wir euch jetzt helfen würden. Aber nach der Wahl muss das möglichst schnell passieren. Zum Beispiel Herr Frey, hat er so mit Ihnen geredet? Nein, Herr Frey war nicht dabei und da das 4-Augen-Gespräche waren, will ich auch die Namen nicht nennen, weil das gehört sich nicht. Aber es war deshalb zumindest für mich überhaupt keine Überraschung. Und man muss auch sagen, es ist notwendig, die Schuldenbremse zu lockern angesichts der brandgefährlichen Weltlage. Aber man muss es halt auch so machen, dass am Ende dann was Vernünftiges rauskommt. Wir schauen uns mal ganz kurz an, damit alle auf demselben Stand sind, was Friedrich Merz noch vor wenigen Wochen über die Schuldenbremse gesagt hat. Ich halte eine Schuldenbremse im Grundgesetz für richtig und notwendig. Ich schließe nicht aus, dass man über so ein Thema mal redet. Aber die Schuldenbremse gibt im Augenblick genügend Spielraum. Auch für den Bundeshaushalt 2025 genügend Spielraum. Ich sehe im Augenblick keinen Diskussionsbedarf. So, das war der alte Friedrich Merz. Der neue, der von voriger Woche, der klingt so. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Ja, ausgerechnet Friedrich Merz will nun das größte Schuldenpaket der deutschen Nachkriegsgeschichte mit aufnehmen. 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur und die Aussetzung der Schuldenbremse für den Bereich Verteidigung, was hunderte weitere Milliarden Schulden bedeuten könnte. Herr Frey, wenn man das jetzt hört und die aktuellen Pläne sieht, war es dann wirklich klug, seit Jahren wirklich kontinuierlich gegen die Schuldenbremse zu sein, öffentlich so zu positionieren und Schulden als Versündigung an künftigen Generationen regelrecht zu verteufeln? Nein, ich war immer für die Schuldenbremse und das auch völlig zu Recht. Das bin ich auch weiterhin. Und es gab ja einen Grund, warum eine verfassungsändernde Mehrheit 2009 die Schuldenbremse ins Grundgesetz geschrieben hat. Die hat übrigens dazu geführt, dass die Staatsverschuldung, die damals auf dem höchsten Stand war, 81% der Gesamtwirtschaftsleistung, dann in der Zeit vor Corona auf unter 60% zurückgegangen ist. Und natürlich stimmt es, dass Schulden immer Belastungen und Anleihen bei unseren Kindern und Kindeskindern sind. Daran hat sich überhaupt nichts verändert. Wir haben jetzt nur die Situation, dass wir im Bereich der Sicherheitslage einerseits wussten, dass sich da vieles verändert. Schon Barack Obama hat sich als ersten pazifischen Präsidenten der USA bezeichnet. Wir wussten natürlich auch nach der Wahl von Donald Trump, wie die Entwicklung sein würde. Aber die jüngsten Entwicklungen,
die haben deutlich gemacht, diese Entwicklung, wo Deutschland außen- und sicherheitspolitisch erwachsen werden muss, die wird sehr, sehr viel schneller vonstatten gehen müssen als bisher gedacht. Wussten Sie persönlich auch das, was Herr Hofreiter hier in den Raum gestellt hat, wussten Sie im Januar, Anfang Februar schon, dass Sie nach der Wahl in Sachen Schuldenbremse, Sondervermögen, Schulden aufnehmen, was ganz anderes machen würden, als Sie im Wahlkampf erzählt haben? Nein, das wusste ich nicht und ich hätte deswegen auch ein solches Vier-Augen-Gespräch mit dem Herrn Hofreiter sicher nicht geführt. Ich will jetzt nicht das Thema Kassensturz bedienen, aber ich hatte das Gefühl, dass wenn man einen ehrlichen Blick auf den Bundeshaushalt wirft, selbst ehemalige Regierungsmitglieder sich sehr verwundert haben über die Situation der öffentlichen Finanzen in Deutschland. Und das Zweite, was ich gerne sagen möchte, es ist ja nicht so, dass wir, wenn es um Sicherheit und Verteidigung geht, nicht auch in der Vergangenheit schon bereit gewesen wären, das Notwendige zu tun. Ich will nur daran erinnern, dass nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wir der damaligen Ampelregierung die Hand gereicht haben und das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr ermöglicht haben. Das haben wir als Opposition gemacht, nicht weil es darum ging, der Ampel zu helfen, sondern Verantwortung für unser Land und seine Sicherheit zu übernehmen. Und jetzt stehen wir eben in der Situation, dass diese 100 Milliarden inzwischen vollständig verausgabt sind. Bevor ich Frau Schwertner frage, was sie von dem Schauspiel hält, warum haben Sie gerade so laut gegiggelt, Herr Hofreiter? Weil ich mir nicht vorstellen kann, Sie müssen es natürlich sagen, Herr Frey, dass Sie wirklich so naiv waren, das zu glauben. Nämlich, es haben ja die Spatzen von den Dächern gepfiffen und es war jetzt auch für jemand, der sich mit Außenpolitik beschäftigt, nicht wirklich überraschend, was Herr Trump tut. Es sind alle so, ja, entsetzt, wie schnell es geht, aber es war klar in dem Moment, am 6. November, wo Trump gewählt wird, ist, dass die Schuldenbremse nicht mehr haltbar ist. Es war klar, dass wir deutlich mehr für die Ukraine tun müssen. Es war klar, dass wir in weiten Teilen, was die Sicherheit Europas angeht, auf uns selbst gestellt ist. Und ich meine, der 6. November war etwas vor dem 23. Februar, wo die Bundestagswahl war. Und das wussten alle Beteiligten. Jetzt kann man in Wahlkampfstrategien immer so oder so betrachten, sei ihnen auch gestattet. Und es sei ihnen auch gestattet, da angeblich nichts davon gewusst zu haben. Aber natürlich muss man da etwas drüber lachen, wenn es heißt, dass das völlig überraschend für einen kam. Nichts kam überraschend. Doch natürlich schon. Also insbesondere was die Geschwindigkeit anbelangt. Und das Zweite, was Sie berücksichtigen müssen, erstens das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist eine Vereinbarung zwischen zwei prospektiven Koalitionspartnern. Und das Dritte, was man, glaube ich, auch berücksichtigen muss, es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob Sie die Schuldenbremse abschaffen, ob Sie sie reformieren oder ob Sie beispielsweise für den Bereich der Sicherheit eine Bereichsausnahme machen. Das sind gewaltige Unterschiede und da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Haltungen zwischen den Parteien im Bundestag. Deshalb, wie gesagt, müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir sie so reformieren, dass wir auf die großen Herausforderungen eingehen. Und wie gesagt, mir ist auch lieber, dass sie jetzt flexibel sind, als wie ein Christian Lindner, dem vollkommen egal war, wie die Wirklichkeit war. Also mir ist jemand, der opportunistisch ist und sich an die Wirklichkeit anpasst, 10-mal lieber als ein verbohrter Ideologe wie Christian Lindner. Deswegen will ich Ihnen das gar nicht so sehr vorwerfen. Nein, also auch wenn Sie das so freundlich formulieren, ich weise das strikt von mir. Ja? Also deswegen bin ich da mit der jetzigen Lage viel zufriedener, als wie mit der Haltung von Herrn Lindner. Das ist wirklich so ein Moment, wo man nicht weiß, ob man lachen oder schreien soll. Hofreiter haut das einfach so raus, als wäre es das Normalste der Welt. Merz hat vor der Wahl mit den Grünen längst ausgekunkelt, wer was bekommt. Und die Wähler wurden nach Strich und Faden verarscht. Man hat es geahnt, aber es von Hofreiter selbst zu hören, ist schon der Gipfel. Entweder ist er schlau und genießt es, Söder eins reinzuwirken, oder er hat sich einfach komplett verquatscht. So oder so, diese Nummer zeigt, dass die ganze Sache abgekartet war. Und dann Herr Frey, mein Gott, das ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Stottert sich da ein zurecht, er hätte das nicht gewusst. Klar, als einer der wichtigsten CDU-Männer. Natürlich wusste er nichts. Man sieht ihm an, wie ihm das Gesicht entgleist, während Hofreiter sich fast diebisch freut, dass er es rausgehauen hat. Warum? Weil die Grünen genau wissen, dass sie trotz Wahlschlappe weiterhin an den Hebeln sitzen. Das ist keine Demokratie, das sind Mafiastrukturen.
Politiker, das sind Schauspieler, die sich ihre Rollen längst vor der Wahl zugeteilt haben. Und wir, die Zuschauer, wir sollen brav klatschen und glauben, dass es einen Unterschied macht, wo wir unser Kreuz setzen. Leute, teilt das. Jeder muss das sehen, was hier gespielt wird. Also haut das raus, teilt es, kommentiert, was ihr davon haltet und lasst ein Like da, damit es noch mehr Leute erreicht. Und wenn ihr keinen dieser Enthüllungen mehr verpassen wollt, dann Abo nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.